Okay, ich bin Bettina Jickel, komme aus der ehemaligen DDR und habe mit Freundin 1982 den Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe Berlin Lesben in der Kirche gegründet. Ja, was habe ich hier mitgebracht? Gemeinsam sind wir unerträglich. Es gab in der DDR im evangelischen Kirchenkreis immer eine Friedenswerkstatt und wir hatten verschiedene Materialien zusammengesammelt. Ich halte es hier nochmal hoch. Verschiedene Materialien zusammengesammelt und ein Statement geschrieben, warum wir nicht diesen NATO-Doppelbeschluss unterzeichnen, dass wir uns, wie ich schon sagte, keinen patriarchalen Strukturen unterwerfen wollen und dass wir in die Öffentlichkeit gehen möchten und dass wir anderen Lesben helfen möchten, über das Thema Lesbischsein, DDR, wie auch immer zu leben, zu sprechen, über verschiedene Thematiken. Der Ausschlag war eigentlich, dass es wirklich kein lesbisches Leben in der DDR gab. Es gab nichts Offizielles zu lesen, es gab keine Bücher, es gab keine Filme, es gab kein gar nichts. Viele Frauen haben in dieser Situation, denen ging es nicht gut damit. Und wir wussten natürlich auch nicht, was Coming Out ist. Manchmal wussten wir auch gar nicht, dass das Lesbe heißt, wenn wir Frauen lieben. Und diese Situation wollten wir ändern. Und damals kam für uns der NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80er Jahre sehr gelegen, indem wir gesagt haben, gut, okay, wir weigern uns da irgendwelchen patriarchalen Strukturen, uns diesen mitzugehen und wir outen uns dann gleichzeitig als Lesben. Als Arbeitskreis war es natürlich uns auch wichtig, Lesben zu gedenken, die während des Zweiten Weltkriegs oder während des Nationalsozialismus ums Leben gekommen sind. Und wir hatten in der Nähe von Berlin ist das größte Frauenkonzentrationslager, Entschuldigung, von Europa gewesen und so haben wir uns zur Aufgabe gemacht, nach Ravensbrück zu fahren. Wir haben dort 1984 einen Kranz niedergelegt. Wir gedenken unseren lesbischen Schwestern, Arbeitskreis Homosexuelle Selbsthilfe Berlin, Lesben in der Kirche. Dieser wurde dann, wie wir erfahren haben, kurz nach unserem Besuch in den Keller gebracht, mit Benzin übergossen und verbrannt. Unser Eintrag im Besucherbuch wurde entfernt. Das gleiche haben wir 1985 gemacht. Da gab es dann gar keinen Kranz mehr, sondern die Frau, die den Kranz bestellt hat, wurde zum Ministerium des Innern bestellt und es wurde uns gesagt, wir sollten gar nicht erst nach Ravensbrück fahren. Darauf haben wir 11 Frauen gesagt, okay, wir fahren trotzdem, jede einzelne für sich, wir verlieren uns aber nicht aus den Augen und wurden dann auf dem Bahnhof Fürstenberg von Polizei festgenommen. Von Bereitschaftspolizisten wurden wir auf den LKW verfrachtet, wurden dann beleidigt, sexistisch und wurden durch den Wald gefahren und uns wurde gesagt, sowas wie euch würde man nicht mal mit dem Stuhlbein ficken. Daraufhin wurden wir verhört und bekamen die Auflage, gar nicht mehr nach Ravensbrück zu fahren. Und das hat einen ziemlichen Bruch in der Gruppe ergeben. 1986 sind dann einige Frauen trotzdem noch mal gefahren. Ich war nicht mit dabei, weil ich wurde ziemlich gebrochen, weil dieses Gedenken, was so die DDR so sich auf die Fahnen geschrieben hat, war für mich nicht mehr echt. Es war nur eine Phase.